Nachdem der Führer die Einkreisungspläne der Kriegshetzer durch die Vernichtung Polens und die Besetzung von Dänemark und Norwegen zerschlagen hatte, wollten die westlichen Angreiferstaaten Belgien und Holland in das Ruhrgebiet einfallen. Gegen diese unmittelbare Bedrohung traten die deutschen Armeen am Morgen des 10. Mai zum Gegenstoß an. Überall warfen sie den Feind und erreichten Tag für Tag die vorausbestimmten Ziele. Hier sehen Sie den genauen Ablauf der Operationen. Am 11. Mai waren unsere Fallschirmjäger rund um Rotterdam gelandet. Sie halten ihre Stellungen gegen riesige Übermacht. Am 15. Mai ist die Maginot-Linie durchbrochen. Am 16. Mai ist Holland völlig in deutscher Hand. Seine Armeen kapitulieren. Am 19. Mai ist in kühnen Panzervorstößen die Somme-Mündung bei... Nach dem Vorstoß zur Kanalküste wird der Kessel um die eingeschlossenen feindlichen Armeen immer enger gezogen. Am 26. Mai fällt Calais. Damit ist auch dieser wichtige Brückenkopf nach England gewonnen. Am 28. Mai kapituliert Belgien. Am 29. Mai ist die Abschnürung weiterer Teile der feindlichen Streitkräfte geglückt. In den letzten Maitagen halten sich nur noch Reste der geschlagenen feindlichen Armeen in und um Dünkirchen. Maschinen klar zum Flug gegen Dünkirchen. Die gewaltige Flandernschlacht 1940 geht ihrem Ende entgegen. Kampf- und Stuka-Verbände der deutschen Luftwaffe sollen den Feind, der sich immer noch verzweifelt zur Wehr setzt, von der Luft aus zermürben und zugleich die Fluchtwege über den Kanal mit ihren Bomben sperren. Unter uns zerstörte Brücken und hart umkämpfte Orte. Achtung! Das Ziel im Raum von Dünkirchen ist erreicht. Alles ist angriffsbereit. Die Bomben sausen in dichter Folge zur Erde nieder. Treffer sitzt neben Treffer. Das Geschwader hat sich wieder gesammelt. Ein neues Ziel wird angeflogen. Der Feind darf nicht zur Ruhe kommen. Ein Stuka-Geschwader braust heran. Die Maschinen kippen ab und greifen an. Haargenau stößt der Stuka ins Ziel. Sofort wird die Maschine wieder hochgezogen. Anflug zum zweiten Angriff. Nächstes Ziel ist das Fort Louis. Dritter Angriff soll die Verkehrswege des Gegners zerschmettern.
andere Stuka-Geschwader hat den Auftrag, die englische Transportflotte vernichtend zu treffen. Angriff auf die Hafenanlagen von Dünkirchen. Ein Engländer wird gestellt. Neben Wrack. Auch dieser Brite soll nicht entkommen. Kampfflugzeuge greifen mit MG-Feuer ein. Schwer getroffen. Eine B-Stelle an der Küste beobachtet die Flucht der feindlichen Flotte. Englische Zerstörer versuchen, die fliehenden Transporter zu decken. Deutsche Flak ist schnell zur Stelle. Überall wird blitzartig zugeschlagen und der Gegner immer mehr in Verwirrung gebracht. Auch unsere Schnellboote stoßen vor, um von See aus in den Kampf einzugreifen. Ungezählt sind die kühnen Handstreiche, die sie in diesen entscheidenden Tagen an der flandrischen Küste unternehmen. Gegenangriff der englischen Flieger. Sofort richten sich die Rohre unserer Flak in die Höhe. Getroffen. Der Pilot ist mit dem Fallschirm abgesprungen. Leichte Flak nimmt einen anderen Engländer aufs Korn. Ist schnell erledigt. Und hier Nummer 3. Die Maschine rechts muss dran glauben. Nach dem Kampf. Diese englischen Jäger sollten den Rückzug der feindlichen Flotte gegen die deutschen Kampfgeschwader sichern. Pack übernimmt den ersten Küstenschutz.
Sie alle wurden Opfer der deutschen Stukas. Panzerspähwagen erkunden, den anderen Truppen weit voraus, die Küste in Richtung auf Dünkirchen. Immer enger schließt sich der Ring um diese letzte Bastion des Feindes an der flandrischen Küste. Französische Divisionen verteidigen verbissen jeden Meter Land, um den Rückzug ihrer englischen Bundesgenossen zu decken. Die englandhörige französische Plutokratenklicke opfert das Blut des französischen Volkes für die Interessen der englischen Lords. Nur noch 15 Kilometer bis Dünkirchen. Schwarze Rauchwolken stehen wie eine weite Wand über der brennenden Stadt. Das ist die Straße nach Dünkirchen. In panischem Schrecken ließen die Engländer alles stehen und liegen und eilten in wilder Flucht zur Kanalküste. Das britische Expeditionskorps und die französischen Armeen sind restlos vernichtet. An der Stadtgrenze von Dünkirchen. Die Stadt bietet ein Bild unbeschreiblicher Verwüstung. Unübersehbar ist das von den Feinden zurückgelassene Material. Die Schiffe, die die Engländer abtransportieren sollten, liegen zum großen Teil versenkt im Hafen. Am Strand von La Panne bei Dünkirchen. Eine englische Flakbatterie. Hier versuchten die Engländer Autobrücken ins Meer zu bauen, um die auf Reede liegenden Schiffe zu erreichen.
Es war der letzte Verzweiflungsschritt der völlig aufgeriebenen englischen Verbände, die schließlich nur noch das nackte Leben retten wollten. Diese Tatsachen stehen unwiderleglich den englischen Lügenmeldungen gegenüber, die von geordnetem und verlustlosem Rückzug der feindlichen Truppen zu berichten wussten. Diese Geschütze, wie zur Parade aufgebaut, sind nie in Aktion getreten. Beute über Beute. Die Ausrüstungsgegenstände von 75 bis 80 Divisionen fielen unseren Truppen im Verlaufe der Schlacht in die Hände oder wurden vernichtet. Demgegenüber erklärte der Sprecher der Havas-Agentur in grotesker Verdrehung der Tatsachen, ein Wunder ist geschehen, die Niederlage hat sich in einen glorreichen Sieg verwandelt. Auf großen Plätzen werden die Gefangenen gesammelt. Auch ihre Zahl wuchs von Tag zu Tag, bis 88.000 allein aus dem Raum von Dünkirchen erreicht war. Endlos sind die Kolonnen, die zum Transport in die Gefangenenlager abrücken. Drei französische Armeen, Elitetruppen der Grande Nation, marschieren nach Deutschland. Hier wieder das Völkergemisch aus aller Herren Länder, das für die Londoner und Pariser Kriegshetzer seine Haut zu Markte tragen sollte. Dieser Weg sollte nach den Wünschen und Prophezeiungen der blindwütigen und großsprecherischen Kriegshetzer von Paris und London allerdings etwas anders aussehen. Nun haben auch die englischen Soldaten Gelegenheit, ausgiebig über das Wort ihres plutokratischen Lord Derby nachzudenken, der ihnen, als sie nach Frankreich zogen, zurief: Boys, ihr werdet einen reizenden Krieg kennenlernen.